Europa, der einst gespaltene Kontinent, nun vereint unter der brutalen Herrschaft John I. Über dessen Hintergründe weiß man wenig. Manch einer munkelt, er sei ein Bauersjunge, der zur rechten Zeit am rechten Ort war. Andere wiederum sehen ihn als ein Werk Gottes, gesandt, um Europa zu vereinen. In frühen Jahren machte er sich einen Namen beim Militär. Er eroberte Bulgarien, vertrieb die Steppenvölker aus Anatolien und befriedete den Balkan. Als er am Höhepunkt seiner Karriere war, starb der letzte Herzog Konstantinopels, ohne einen Erben zu hinterlassen. Mit dem Heer hinter sich schaltet John sämtliche Rivalen aus und setzt sich erfolgreich an die Spitze. Damit legt er den Grundstein des geeinten Europas und unterstützt durch seine beiden Söhne John und Julian hält er Europa nun seit 10 Jahren geeint. Danke, Vater, für die Geschichte. Auch wenn du sie schon 12 Mal erzählt hast. Hohoho, immer gerne, Sohnemann. Es ist wichtig zu wissen, wer und was uns hierher gebracht hat. Gibt es etwas Neues aus dem Norden, Vater? Nicht, dass ich wüsste. Der einzige Grund, warum wir diese Stadtstaaten noch nicht erobert haben, ist das. Mein Kaiser, Gott sei mit Ihnen. Die Bezahlung des Baltischen Reichs für die Pferde ist endlich angekommen. Und Sie haben uns sogar Blumen als Dankeschön gegeben. Welche Pferde? Oh, das sieht man's, Burschen. Das passiert, wenn man ein brillanter Herrscher ist. Man bekommt sein Geld pünktlich. Und Blumen. Bitte, schick als Dankeschön zum Dankeschön, diese Vase. Jawohl, mein Kaiser. Ja, sehr gut, Julian. Vater, wann darf ich denn mal Schwerkampf ausprobieren? Ich will auch mal so richtig im Krieg mitkämpfen. Ach, John, du weißt ja, was ich für eure Zukunft geplant habe. Wenn ich sterbe, dann muss jemand dieses Reich erhalten und führen. Julian mit seinem Kampfgeist wird das Militär leiten. Und du, John, wirst alles Administrative verwalten. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, John. Du weißt sicher, wie anstrengend es für mich ist, hier alles zu leiten. Vertrau mir. Du wirst mir im Nachhinein danken, dass du nicht aktiv dein Leben riskieren musst. Wollen wir 2 dann nachher ins Café ausgehen? Ja, das wäre schön. Ich habe schon lange keinen Kaffee mehr gehabt. Okay. Na gut, Jungs. Ich glaube, das ist genug Training für heute. Jetzt müssen wir noch dringend zu einer Veranstaltung in Venedig. Vater, warum gehen wir jetzt nochmal nach Venedig? Es wurde kürzlich ein neues, gigantisches Fabrikgebäude in Venedig errichtet. Da wurde ich gebeten, bei der Eröffnung anwesend zu sein. Ich hoffe, es wird besser als das eine Mal, wo ihr mir zum Geburtstag einen Hofen angeschickt habt. Aha. Das soll das Fabrikgebäude sein? Ach du meine Güte. So, Leute, bald haben wir es geschafft. Wir sind jetzt nur noch einige Kilometer vom Baltikum entfernt. Das war leichter als erwartet. Nehmen wir ihn jetzt mit? Ja, dann bringen wir ihn zurück in die Basis. Dieser mächtige Herrn Caesar wird uns für ihn sicher haufenweise Dukaten als Lösegeld bringen. Das war ja fast so einfach, wie als wir Ragusa niedergebrannt haben. Diese Soldaten sind echt ein Witz. Oh, das war anstrengend. Gigantisches Fabrikgebäude. Das war ein unterdurchschnittliches Einfamilienhaus, verdammt nochmal. Sie ist positiv, Vater. Wenigstens ist das Leid zu Ende. Mein Kaiser! Was ist los? Es ist eine Tragödie. Die Eskorte unseres Botschafters wurde von der Bruderschaft des katalonischen Konglomerats ausgelöscht. Unser Botschafter, er ist nun dort gefangen. Verdammt nochmal! Und ich dachte schon, dieser Tag könnte nicht schlimmer werden. Diese Brüderschaft von was weiß ich. Es reicht mir. Komm mit, nimm deine Kollegen mit. Jawohl, mein Kaiser. Trifft mich hier in 30 Minuten wieder, Jungs. Ja, Vater. Feuer!
Million von Dukaten zahlen. Ah, ich zieh mich zurück. Wo ist er? Wo ist diese feige Sau? Er ist weg. Wir glauben, er ist in dieser Festung dort drüben. Wie man dorthin kommt, ist uns aber ein Rätsel. Ich hole mir diesen Narren. Mein Kaiser, nein! Sie sollten nicht alleine gehen. Was ist, wenn etwas passiert? Ich habe Europa vereint. Was will mir dieser Schwächling bitte antun? Patrick, du feige Sau! Kaiser John! Was für eine Überraschung! Machen wir es so. Entweder du kommst jetzt mit und du verreckst im Kerker, oder ich bring dich hier um. Ich glaube, das ist alles nicht nötig, John. Ich habe zwar meine Truppen und mein Territorium verloren, aber das Reich wird gleich seinen Herrscher verlieren, John. Du bluffst! Niemand würde so verrückt sein, sich selbst. Du sagst, dass ich dich nie verstanden hab und nur mir selber wichtig war. Du sagst, ich war verschlossen wie ein Grab, verletzend, kalt und unnahbar. Wie oft du gewarnt hast in der Nacht, und ich hab meistens drüber gelacht, weil ich nicht gemerkt hab, wie es da geht. Du warst fast wie ein Teil von mir, du stehst auf einmal in der Tür und wie ich aufwach, ist zu spät. Aber